Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal Hermanns Welt. Das Wetter ist schön, die Sonne lacht, der Wind ist nicht so ganz angenehm, aber dafür diesmal warm, nicht so kalt wie beim letzten Video. Wo sind wir hier heute eigentlich? Ich habe es euch kurz gezeigt, wir sind hier beim Wilden Moor. Dort wollen wir uns ein Naturlehrpfad anschauen, besser gesagt eine Lehrfahrt über den Torfabbau hier in Nordfriesland. Ich war hier auch schon mal und hatte eine Wanderung um das Wilde Moor gemacht. Dort allerdings war dieser Naturlehrpfad oder Lehrpfad noch im Aufbau. Ich bin heute wieder nicht alleine unterwegs. Ihr habt ja Liz schon kurz gesehen. Und wie groß oder wie lang die Strecke ist, wissen wir selbst heute noch nicht. Wir müssen mal sehen, weil gestern war es ein bisschen feucht hier. Und da könnte es sein, dass wir nicht alle Wege belaufen können. Aber schauen wir mal. Wir nehmen euch einfach mal mit. Hier nochmal der Hinweis für ein Naturschutzgebiet und wie man sich verhalten soll da drin. Und ganz wichtig, keine Drohnenflüge. Ich hatte mich heute bei der Planung etwas vertan und habe falsch geguckt. Es gibt nämlich noch ein wildes Moor bei Rendsburg und da hätte ich nämlich Drohne fliegen können. Aber weil ich das ja schon angesprochen habe, der Wind ist heute wieder etwas stark, wäre es sowieso nichts geworden, weil wir haben gerade in Böen 53 km/h. Hier sind wir dann auf dem Lehrpfad angekommen. Also da ist dann auch noch so eine Holzbrücke, besser gesagt Holzsteg. Und ich habe euch gerade mal das Schild gezeigt mit dem Handtorfstich. Also Torf ist hier, das hatte man dann abgestochen und hier auf das Brett abgelegt zum Trocknen. Früher hat man Torf abgestochen, um günstiges Heizmittel zu bekommen, wobei Torf von der Heizeffizienz eigentlich nicht so hoch ist. Es gibt auch immer wieder solche Schilder hier, wo einem erklärt wird, was hier wächst. Auf diesen Schautafeln bekommt man nachdrücklich erklärt, wie sich hier das Wilde Moor gebildet hatte. Es fängt da hinten an mit der Saale-Eiszeit und dann formte sich über die Jahre das Wilde Moor. Auf einigen Schautafeln sieht man hier in dem Bereich auch noch einen großen See, der immer mehr verlandet. Genauso hier die Ufergegend hatte sich ein bisschen verändert, wo denn hier jetzt die Träne fließt mit dem Marschland. Bei der Träne sind wir übrigens vorhin auch vorbeigefahren. Auf dieser Tafel wird auch noch ein wichtiges Thema angesprochen, den Klimaschutz, weil Moore sind einer der größten CO2-Speicher, die wir haben. Darum werden auch alte, trockengelegte Moore jetzt wieder vernässt.
Ich hoffe, ihr versteht mich. Das ist übrigens die Treene, der Nebenfluss der Eider. Er ist 95 Kilometer lang mit der Bodenau und dem Tressee. Ja, seitdem wir auf den Asphalt bzw. hier jetzt auf dem Betonweg abgebogen sind, wird das immer eintöniger. Aber das ist halt die typische Landschaft von Nordfriesland und der Moorgegend da hinten. Wir haben immer so gerne einen Spruch hier zu Nordfriesland. Also man kann Montag schon sehen, wer Freitag zu Besuch kommt. Wir müssen noch so 3 Kilometer, glaube ich, bis zum Auto. Ja, und mal schauen. Ich glaube, so viel kann ich euch hier nicht mehr zeigen. Da wären wir wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen. Die Strecke war jetzt ein bisschen über 10 Kilometer, wobei der größte Teil, den hätte man sich sparen können. Also ich empfehle euch, diese Strecke, die wir gelaufen sind, nicht nachzulaufen, weil der Asphalt und der Beton waren doch sehr, sehr eintönig. Und der Wind zusätzlich hat dann auch noch genervt. Landschaftlich hat sich hier natürlich auch nichts geändert. Und das macht die Strecke nicht gerade so bewundernswert. Aber ansonsten, wir hatten schönes Wetter bis auf den Wind. Es ist relativ warm. Das Moor, also den Durchgang durchs Moor, können wir euch empfehlen. Auch den Leerpfad. Und ja, das soll es gewesen sein. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid und würde mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Denn natürlich nicht vergessen zu liken, zu kommentieren und wer gerade neu auf meinem Kanal gelandet ist, natürlich auch abonnieren. Dann heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.